Alter, sieht mein Auto scheiße aus. Ey Leute, es waren minus 10 Grad jetzt und mein Auto ist richtig... Marcel! Marcel! Komm mal her! Los! Ja, sag mal, wie kannst du nur zulassen, dass mein Auto so aussieht? Hast du es mal angeguckt? So, Leute, sieht ein Auto aus, wenn man nicht den direkten nach Hause So, komm, fahr den Bentley raus hier. Das Chefsauto muss gewaschen werden. Los. So ist richtig, weg mit dem Ding. Jetzt geht es nämlich an meinen BMW, denn wie kann ich mein Auto im Winter eigentlich waschen? Worauf muss ich achten und welchen Schmutz muss ich denn auf welche Art und Weise wegfahren? Wegfahren finde ich gut. Reinfahren den BMW und Schmutz wegwaschen, das machen wir jetzt. Komm mit. Ist mir ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Aber gerade im Winter passt ja. Ich wollte ein Video zur Winterwäsche für euch machen. Deswegen gehen wir jetzt gleich einmal durch, wenn es hier ein bisschen leiser ist, worauf es ankommt, worauf wir achten sollen und auch, was ihr machen könnt, wenn ihr keine beheizte Waschhalle habt und bei minus 10 Grad waschen wollt. Marcel, was sagst du? Dreckig. Tut mir leid, Chef, dass das Auto immer so dreckig aussieht. Ja, prinzipiell könnte man sich denken, dreckig, ja gut, sieht halt nicht so schön aus, aber wir haben je nach Jahreszeit auch bestimmte Verschmutzungsarten, die auch problematisch sind fürs Auto, für die Materialien. Und im Winter ist es nun mal vorrangig das Salz. Wir haben den Vorteil, wir haben keine Insekten, wir haben wenig Vögel, wir haben wenig Hitze, die irgendwas auf dem Lack einbrennen, aber wir haben untenrum am Unterboden, an den unteren Schwellerbereichen, an den Felgen Salz vom Streuen. Wir hatten jetzt gerade wieder Wintereinbruch hier in Berlin mit minus 10 Grad. Alles ist weiß draußen, wobei heute geht es wieder, aber es war auf jeden Fall Schnee und Eis draußen und deswegen wurde natürlich auch gestreut. Und das Salz hat den Vorteil, dass es leicht abzuwaschen ist. Also kann ich schon mal vorweg sagen, wir brauchen keine extrem speziellen Salzentferner. Obwohl doch könnt ihr vielleicht kaufen, Autolack auf den Salzentferner, verlinke ich euch. Wasser, einfach Wasser. Salz ist wasserlöslich, das heißt mit Wasser und unserem normalen Reiniger wird das entfernt. Aber wir müssen natürlich die ganzen Bereiche sauber machen und auch den Unterboden. Jawohl, als hätten wir es auswendig gelernt. Auch den Unterboden machen und darum kümmern wir uns. Und dann gibt es auch noch so ein, zwei andere Sachen, die wir beachten müssen. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit der typischen Vorwäsche, Felgenreinigung und Marcel zeigt mir, wie es geht. So, machen wir das. Los geht's. Tja, und falls ihr euch jetzt fragt, was mache ich denn, wenn ich nicht so eine geile Unterbodenlanze habe, die auch gerade mal 500 € gekostet hat, was mache ich dann? Tja, 4 Möglichkeiten habe ich nicht. Es gibt einige wenige Waschboxen hier im Unterbodenprogramm. Da fahrt ihr das Auto rauf, drückt auf den Knopf, geht aus der Box und unten fahren dann die Düsen lang. Man könnte jetzt sagen, fahre ich durch die Waschstraße. Muss man sich immer überlegen, habe ich ein poliertes Auto in einem guten Zustand, würde ich es eher nicht machen. Ist das Auto in so einem Lala-Zustand, ich will es sauber haben, kann man das machen. Ansonsten Klassiker, Wagenheber ansetzen, Auto hochheben und dann mit dem Hochdruckreiniger sauber machen. Wir haben den Luxus, diese Düse hier zu haben. Die ist wirklich mega. Wir drehen die bitte um. Und wir drehen sie mal bitte um. Zack. Und los geht's. Sollte Standardprogramm sein, im Winter immer eine Unterbodenwäsche zu machen, macht super Sinn. Wie gesagt, da reicht in der Regel Wasser, um Salz zu entfernen. Im Notfall kann man auch noch mal ein bisschen, zeige ich euch auch mal, wollen uns ja hier nicht lumpen lassen, mit einem ganz normalen Vorreiniger. In dem Fall ist hier der Multistar drin, Sonax Multistar 1:5 gemischt. Zack, kann man dann auch mit so einer langen Lanze einfach hier runter gehen und den Unterboden einmal einsprühen. Ist nicht unbedingt nötig jedes Mal. Wie gesagt, Salz ist wasserlöslich, aber wer auf Nummer sicher gehen will, kann auch hier loslegen. Wichtig ist, dass wir das als erstes machen, weil natürlich, man sieht es auch hier, der Dreck, gerade von den Schwellern, der von unten abgespült wird, kann auch mal oben am Lack landen. Wenn wir jetzt hier schon gewaschen hätten oder so, würden wir nochmal nachwaschen müssen oder Vorreinigung wiederholen müssen. Deswegen machen wir das als allererstes, entweder mit oder ohne Reiniger. Und wer richtig motiviert ist, nimmt sich einen Wagenheber, kniet sich drunter, guckt, wo er hinsprüht. Aber eigentlich, wenn man hier so systematisch
hin und her, vor und zurück geht, hat man eigentlich immer alles erwischt. Marcel, warum muss ich eigentlich die ganze Zeit arbeiten? Du stehst da nur. Ich mir noch eine Schutzbrille geholt habe, damit mir kein Dreck ins Auge fliegt. Na dann hast du ja vorbildlich losgelegt, denn ich muss jetzt noch mal kurz weg. Mike! Mike! Keiner ist hier, wenn ich ihn brauche. Irgendwie ist das komisch. Wo ist er? Er hat sich versteckt. Ja, wir haben nämlich gerade einen Workshop-Teilnehmer. 2 Wochen Workshop bei uns. Wer da Bock drauf hat, autolackaffen.de/workshops. Und mit dem habe ich jetzt noch ein Theoriethema zum Thema, oder also Theorieteil zum Thema Kundengewinnung, Kundengespräch, Verkaufsgespräch. Das mache ich jetzt. Lasst euch mit dem Maurice hinter der Kamera und dem Marcel vor der Kamera alleine. Und wenn wir durch sind, komme ich wieder und vielleicht ist mein Auto ja schon gewaschen. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht. Bis gleich. So, der Chef ist weg. Unterbodenwäsche ist soweit abgeschlossen. Das ein oder andere Kundenauto hätte ich vielleicht ein bisschen intensiver gemacht, aber für den Chef reicht's. Was ich bei den Autos, wenn sie jetzt so stark verschmutzt sind im Winterbereich oder generell, wenn der Kunde ein stark verschmutztes Auto herbringt, persönlich mache, ist ganz gerne mit klarem Wasser vorher den groben Schmutz befreien, damit der Reiniger und der Felgenreiner halt ein bisschen besser wirken können. Was Wasser nicht alles schafft. Ohne Reiniger, ohne irgendwas. Besondere darüber zu sprühen, wenn man den Chef nicht ganz so gerne mag und man vielleicht noch Glück hat, dass es draußen regnet, einfach in dem Zustand wieder rausstellen. Das regnet sich eine halbe, dreiviertel Stunde ein. Der Chef ist zufrieden, hat einen sauberen Anblick, ein sauberes Auto und man spart sich so gerne Trockentücher. Aber da ich gern netter bin und wie ihr ja mitgekriegt habt, mich mein Chef sehr liebenswert darum gebeten hat, sein Auto zu waschen. Machen wir ein bisschen mit Reiniger und mit Bürste und machen das ein bisschen vernünftig. Soll ich ihm mal einen Gefallen tun und die Einstiege hier mit auskachern? Hey Maurice, na? Drüben Langeweile, läuft gut drüben? Top. Dann würde ich sagen, wir kommen auch gleich wieder dazu. Das ist übrigens Mike, der hat sich vorhin vor euch versteckt. Wir kommen gleich wieder dazu und dann gucke ich mal, was der Marcel an meinem Auto macht. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal unseren Theorieteil zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder. Wollen wir uns mal einen Spaß erlauben? Beifahrerseite, den Einstieg, den lassen wir. Den kerchern wir heute nicht aus. Da steigt er eh nur auf der Fahrerseite ein. Das kriegt er ja nicht mit. Ihr kennt ja alle da draußen unsere Videos. Das ist dem Chef sein Auto. Dann machen wir heute mal eine Ausnahme. Wir nehmen das mal ganz genau und nehmen nur einen Handschuh für das Auto. Einfach so grob rüber, reicht. Ihm ging es ja nur darum, dass es ein bisschen sauber ist. So. Die Scheibe noch schnell. Hier noch. Maximal 2-3 Mal ausspülen reicht. Weil er so höflich gefragt hat. Los! So. Abspülen, fertig. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Glück habt und es regnet draußen, einfach nach dem Abspülen draußen vor der Tür hinstellen. Regnet sich ein, ihr braucht das Auto nicht trocken machen, gibt keine Wasserflecken. In der Regel, im Normalfall, reicht es. Bisschen trocken machen mit 2 Trockentücher, Einstiege ein bisschen auswischen, zack, über die Scheiben rüber, damit sie nicht schlieren. Fertig, für den Chef ist das fertig. Meiner hat jetzt ein bisschen Glück, weil unversiegelte Autos bei uns nicht rausgehen. Kriegt dann noch eine kleine Sprühversiegelung.
Chefwäsche fertig. Ganz wichtig bei der Nassversiegelung, wenn ihr jetzt mal so ein Chefauto machen solltet, wichtige Bauteile. Dach, Motorhaube, Front, Fahrerseite. Beifahrerseite, Heck ist eher bei den äußeren Temperaturen, wenn es jetzt ganz kalt ist, die meisten huschen dann ganz schnell ins Auto. Braucht man nicht unbedingt so den Augenmerk drauf legen, als wie bei Kundenfahrzeugen oder bei seinem eigenen Auto. Der dreht mir den Hals um, Alter. So, wir haben den jetzt ein bisschen trocken gemacht, alles safe. Kleiner Tipp noch am Rande von mir, lasst euch beim Trockenmachen hin und wieder ein bisschen mehr Zeit. Fummelt in der einen oder anderen Ecke ein bisschen länger. Vielleicht habt ihr Glück und der Chef kommt um die Ecke, muss noch mal mit dem Auto weg zum Außentermin oder irgendwo hin. Dann erspart ihr euch das Trockenpusten. Ich glaube, ich bin nächste Woche nicht mehr hier. Ach Marcel, bist du jetzt fertig? Verdammt, ich wollte dir eigentlich gerade helfen. Fenster putzen. Okay, dann ich muss noch mal kurz und ich komme dann. Jetzt seht ihr mal, wie es hier läuft. Ich bin vorne Kaffee trinken und Marcel muss arbeiten. Mal die Realität gecheckt. Aber ich habe mich auch vorne hingesetzt. Hat mir eigentlich einen Zettel geschrieben mit Sachen, die ich euch noch sagen wollte. Jetzt habe ich den Zettel aber verloren. Verdammt! Dann versuchen wir es aus dem Kopf. Hast du denn schon was erklärt? Ein bisschen. Ein bisschen hat er erklärt. Okay, dann sag einfach, wenn ich was doppelt erzähle. Also, Thema Nummer 1 im Winter natürlich Salz. Ordentlich abwaschen, haben wir ausreichend drüber gesprochen. Thema Nummer 2, ganz wichtig, gerade nach der Wäsche. Guck da bitte nicht so enorm, wir machen die Tür zu. Sind Dichtungen. Ne? Jetzt nach der Wäsche vielleicht an der Waschbox noch gewaschen, bei gerade so Plusgraden. Dann fahrt er los, habt überall nasse Dichtungen und was passiert? Die Scheibe friert ein oder die Tür komplett. Wenn man jetzt so wie bei dem Fahrzeug jetzt eine rahmenlose Tür hat, dann ist es ein bisschen komplizierter. Ja. Ich habe gestern erst einen Golf 6 oder 5 gesehen, bei dem hing unten aus der Tür alle Dichtungen zerfetzt raus. Ich vermute, dem hat es im Winter die Türdichtung zerrissen. Deswegen ganz wichtig, Dichtung ordentlich trocken und schön einschmieren mit Gummipflege, vielleicht noch mit Glyceringehalt, vielleicht mit Hirschteig, also irgendwas. Da gibt es ja Millionen Produkte. Unten sind auch welche verlinkt. Wenn ihr die darüber bestellt, Sonax Gummipfleger mit Hirschteig oder so, können wir entweder den Ferrari tanken. Also bitte helft uns armen Autolackaffen auch mal Geld zu verdienen. Nee, egal, irgendeinen Gummipfleger könnt ihr nehmen. Das ist wirklich im Winter extrem wichtig, weil Dichtungen sind eigentlich für jedes Auto teuer. Deswegen sollte man da unbedingt drauf achten. Scheibenwaschzusatz, auch immer darauf achten, weil es ist nichts nerviger, als wenn gerade auf der Autobahn ein ganzes Salz die Scheibe milchig macht. Ihr wollt sprühen und es macht nur und es kommt nichts mehr raus. Ne? Also da, oder es ist eingefroren. Also da wirklich immer regelmäßig auf. Das habe ich jetzt leider bei dem Auto nicht geprüft. Das machen wir gleich noch. Ich habe heute früh relativ viel davon verbraucht, deswegen müssen wir das auf jeden Fall noch machen. Marcel, hast du sonst noch einen Tipp für die Winterwäsche? Achso, immer Lackschutz drauf haben, ne? Ja. Wachs, Keramik, Sprühversiegelung, immer irgendwas drauf haben, um so ein bisschen die erste Angriffsfläche vom Salz zu nehmen. Fällt dir noch was ein? Im Video wurde alles gesagt. Kundenautos oder sein eigenes behandelt man vielleicht noch ein bisschen intensiver, aber das war jetzt eine schnelle Wäsche. Ein Thema habe ich noch ausgelassen, das habe ich am Anfang versprochen, nämlich wie könnt ihr bei minus 10 Grad waschen, wenn ihr keine Waschhalle habt? Die Antwort ist leider gar nicht. Also unter 5 Grad, jetzt klingelt natürlich auch noch das Telefon, ich bin heute richtig gut vorbereitet. Unter 5 Grad funktionieren die Reiniger schlechter. Die brauchen einfach durch die kalte Oberflächentemperatur länger, um die Wirkung zu erzielen. Das heißt, bei so Temperaturen immer schon Einwirkdauer verlängern und darauf achten, dass es nicht antrocknet. Bei um die 0 Grad geht vielleicht noch eine Wäsche, auch wenn die Pfoten kalt werden. Aber bei minus 5 Grad und kälter friert euch einfach das ganze Zeug auf dem kalten Lack an. Der Reiniger wirkt nicht, es wird überall glatt um euch rum. Also da bleibt eigentlich ehrlich gesagt nur zum Aufbereiter fahren, zur Waschstraße fahren oder
eine Rinseless Wash, wenn das Auto nicht so dreckig ist wie das hier? Das war viel zu dreckig für eine Rinseless Wash. Oder hast du noch einen Geheimtipp, wie man sein Auto bei minus 10 Grad waschen kann? Leider nicht. Umso kälter das wird, umso schwieriger wird es im Endeffekt, weil die eine oder andere Waschbox dann ab Minusgraden ja auch vielleicht geschlossen hat. Das kommt dazu, ja. Gut, ich hoffe, Marcel hat euch gut durchs Video geführt. Ich werde es mir im Nachgang auch mal angucken, gucken, was du da so erzählt hast. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Drückt die Glocke, abonniert den Kanal. Jetzt habe ich noch was vergessen, nachdem ich euch verabschiedet habe, ist mir gerade eingefallen. Denkt mal an den 6. Mai, da gibt es die nächste Dicon. Wir haben wirklich schon richtig geile Aussteller. Eigentlich fast alle, die im letzten Jahr da waren. Plus Lake Country aus den USA, Sonic kommt, Kochchemie kommt wieder, Mafra kommt, also Labo Cosmetica. Also noch mehr Aussteller als letztes Jahr, noch mehr Action, größere Do-it-yourself-Area, mehr Trainer. Also lohnt sich auf jeden Fall. Gönnt euch jetzt gleich die Tickets, bevor sie ausverkauft sind. Wie gesagt, in Einbeck wieder. Alle weiteren Infos hier im Video. Auto steht jetzt schon hier. Jetzt gibt es endlich die Finish-Bilder. Ciao.